Seit wann ist Caroline schwanger? Kann das Kind überhaupt von Henning sein? Kathi. Also das geht nur wirklich zu weit. Christian, das sind bloß ein paar Tage. Solange ich hier wohne, kommst du nicht durch diese Tür. Christian. Hast du nicht gehört? Verpiss dich, aber schnell! Lassen Sie mich. Ich möchte alles rückgängig machen. Und was bedeutet das jetzt? Das frage ich mich auch. Ich hatte vorhin ein ziemlich unerfreuliches Gespräch mit Kathi. Ja. Caroline, bitte die Wahrheit. Bin ich der Vater deines Kindes? Christoph, Sag mir bitte die Wahrheit. Bin ich der Vater deines Kindes? mir ist jetzt wirklich... Caroline. Ich weiß es nicht. Aber du musst doch wissen, wer der Vater deines Kindes ist. Es könnte auch Henning sein. Auch? Heißt das, dass... Dass du auch in Frage kommst, mein Gott, ja. Aber wir haben doch nur Das einmal... kann bekanntlich ausreichen. Ja, natürlich. Aber mit größerer Wahrscheinlichkeit war es doch Henning. Christoph, du kannst ja wohl der Vater sein. Erlauben Sie, dass ich mich kurz mit meiner Mandantin bespreche? Bitte, aber wirklich nur kurz. Danke. Frau von Anstetten, was soll das? Sie haben es doch gehört. Peter bekommt, was ihm zusteht. Aber ihm steht nicht zu. Er bekommt gar nichts. Das will ich aber nicht. Aber wieso? Soll der Kerl auch noch für das belohnt werden, was er uns angetan hat? Ich kann einfach nicht mehr. Ich möchte mit diesem Kapitel abschließen. Und zwar ohne böses Blut. Ich will das Geld nicht. Ich weiß, was ich will. Wir hatten uns doch geeinigt. Können wir dann weitermachen? Nein, einen Moment bitte noch. Nein, nein. Bitte fahren Sie fort. Wird's bald? Worauf wartest du noch? Etwas mehr Beeilung, wenn ich bitten darf. Christian, es tut mir Ist leid. mir scheißegal. Zieh Leine. Der Kellerschlüssel liegt immer hier am Spiegel. Ciao. Wieso? Weil ich ihn rausgeschmissen habe. Sag mal, wie kommst du drauf, diesen Typen hier einzuquartieren? Christian, irgendwo müssen die beiden wohl pennen. Ist irgendwas passiert? Ja, die alte Geschichte. Er kann mich nicht ab. Du bist ja immer noch hier. Hey, wir können über alles in Ruhe reden. Der wohnt nicht hier. Ende der Diskussion. Christian, es ist für ein paar Tage. Schon 10 Minuten sind zu viel. Hey. Mit dem wohne ich nicht im gleichen Haus. Ich hatte gehofft, dieses Problem sei endlich aus der Welt, aber... Jedes Mal, wenn ich dich sehe, frage ich mich doch, ob... Und wie soll ich Henning in die Augen sehen? Das Ganze ist doch eine einzige Lüge. Du hast es wirklich schwer. Denkst du eigentlich immer nur an dich? Ja, natürlich. Ich weiß, du bist ja genauso betroffen. Genauso. Ich würde sagen, ein klein wenig mehr. Und gerade du machst mir auch noch Vorwürfe, Vorwürfe? Wieso denn? dass ich überhaupt schwanger bin. Entschuldige bitte. Entschuldige. Das ist alles ganz schrecklich für dich, ich weiß. Ach, tatsächlich. Es ist für uns beide eine sehr schwere Situation. So, findest du? Wann haben wir denn Gewissheit? Damit du wieder in Ruhe schlafen kannst? Oder warum fragst du? Es wäre ganz gut zu wissen. Wir müssen damit bis nach der Geburt warten. Alles andere wäre zu gefährlich. Und dann? Ah, da seid ihr ja. Hallo. Ihr erinnert euch an Herrn Seifert, den Assistenten von Professor Spangenberg? Er vertritt ihn. Wir haben uns ja schon kennengelernt. Guten Tag, Herr von Anstetten. Na, mein Engel, wie geht's dir? Und? Wie war die Untersuchung? Ich bin eigentlich recht zufrieden. Siehst du, ich bin bald wieder auf dem Damm. Damit erkläre ich die Ehe für geschieden. Die Verhandlung ist geschlossen.
Na, zufrieden? Ja. Weil endlich alles vorbei ist. Und durchaus zu deinem Vorteil. Schämst du dich gar nicht? Bitte. Ich habe noch einen Termin. Wir sehen uns später. Wie konntest du dieser Regelung zustimmen? Ja, was hätte ich deiner Meinung nach tun sollen? Clarissas Angebot ausschlagen, damit sich alles noch mehr in die Länge zieht? Natürlich, das Geld interessiert dich überhaupt nicht. Ich habe es so gewollt. Aber wieso? Dieser Mann hat nicht einen Pfennig verdient. Haben Sie vergessen, was er Ihnen angetan hat? Das ist doch jetzt müßig. Es ist vorbei. Gott sei Dank. So gehst du wohl immer mit deinen Frauen um. Max. Du benutzt sie und dann wirfst du sie weg, wie meine Mutter. Das stimmt nicht. Wenn du mir nur einmal zuhören würdest. Damit du mir wieder deine Lügen auftischst? Nein, danke. Ich lüge dich nicht an. Das würde ich niemals tun. Begreif doch. Du bist mein Sohn. Seit wann? Du hast mich einfach verlassen. Ich war doch völlig egal. Maximilian, bitte geh jetzt nicht. Ich habe dich doch endlich gefunden. Irrtum. Du hast mich für immer verloren. Also, ich träume mich langsam. Nein, du bleibst schön hier. Aber das hat doch gar keinen Sinn. Das wollen wir erst mal sehen. Ich rede noch mal mit ihm, okay? Christian, Vergiss es. jetzt lass mich doch wenigstens mal ausreden. Keine Chance. Es ist nur für ein paar Tage. Ich verstehe deinen ganzen Aufstand nicht. Wir rücken einfach ein bisschen enger zusammen und dann geht das. Wir rücken ein bisschen enger zusammen, ja. Wo ist dein Problem? Ich verstehe es einfach nicht. Klar, weil du dich einen Scheißdreck für mich interessierst. Was ich denke und was ich fühle, ist dir doch völlig egal. Meine Meinung zählt doch gar nicht. Christian, das ist doch gar nicht wahr. Doch. Für dich bin ich doch gar nicht da. Hey, was macht ihr denn hier? Uli hat uns angeboten, hier zu übernachten. Hi. Was ist mit dem los? Das wüsste ich auch gerne. Der verletzte Nervenstrang scheint sich zu erholen. Das macht die gute Pflege hier. Ja, es ist wirklich sehr ruhig hier bei uns auf Friedenau. Einen besseren Erholungsort können Sie echt nicht finden. Tja, dann wird mein Mann also wieder gehen können? Darüber möchte ich keine Prognose geben. Ich will Professor Spangenberg nicht vorgreifen. Aber Hoffnung kann ich mir doch wohl machen, oder? Ganz bestimmt. So, ich musste mal wieder ins Krankenhaus. Weiterhin alles Gute. Danke. Vielen, vielen Dank. Wofür? Dass es Ihnen besser geht, haben Sie nie mir zu verdanken. Auf Wiederschauen. Finden Sie raus? Ganz bestimmt. Danke. Wiedersehen. Vielleicht wird ja doch alles gut und ich kann ein ganz normales Leben führen. Was macht unser Kind? Na, wenn man nur wüsste, was das wird. Kann man das nicht irgendwie rausfinden? Jetzt noch nicht. Lass uns einfach abwarten, bis es da ist. Und du, Großvater? Du bist so still. Interessiert dich das gar nicht, Mädchen oder Junge? Doch, doch. Aber eigentlich ist es doch egal. Hauptsache, es ist gesund und ihr seid glücklich. Christian, jetzt mach doch mal auf. Verpisst euch! Komm, wir können in Ruhe drüber reden. Erst wenn dieser Typ weg ist. Oder ist er schon weg? Nein, ist er nicht und das wird er auch Dann nicht. bleib ich hier drin. Also, das ist echt lächerlich. Ich gehe. Ja, warte, dann komme ich mit. Hey, das wäre noch schöner. Jetzt wartet erst mal ab. Worauf? Dass ihr Luft anhält? Lasst mich mal. Christian? Christian! Was willst du denn? Kann ich reinkommen? Hau ab! Bitte! Nein. Wozu denn? Du hast auch schon mal schlauere Fragen gestellt. Ich muss mal. Na los, mach schon auf. Aber Beeilung, ich guck auch weg. Hey, was soll denn das? Ich denke, du musst aufs Klo. Was ist los? Hier ist die Tür. Nun sag schon, was hast du? Ich will einfach nicht, dass dieser Typ hier einzieht. Und wieso? Weil ich ihn einfach nicht ab kann. Du musst an Heino denken, stimmt's? Jonas erinnert dich an ihn und das tut dir weh. Hey. Ich will, dass dieser Typ hier verschwindet. Was denn? Sie haben aus Clarissa was rausgeholt? Das würde es nur unzutreffend beschreiben.
Sie hat es mir geradezu aufgedrängt. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Clarissa zahlt nie freiwillig. Espresso bitte. Hat sie aber. Gegen den Willen Ihres Anwalts. Mein Sohn hat ihr davon abgeraten. Da haben Sie einen schwachen Moment von ihr erwischt. Ein äußerst seltenes Ereignis. Ja, ich wünschte, ich könnte mich darüber freuen. Ja. Ein glücklich Geschiedener sehen Sie nicht gerade aus. Nein, so fühle ich mich auch nicht. Aber das liegt mehr an meinem Sohn. Er hat alles gegen mich ausgelegt. Er meint, ich hätte Clarissa übervorteilt. Und somit fühlt er sich in seiner schlechten Meinung über mich auch noch bestätigt. Na, Moment mal. Wenn Clarissa irgendwas zahlt, freiwillig zahlt, was können Sie dafür? Er hat sich das so zurechtgelegt, dass Clarissa mein Opfer ist. Vielleicht sollten Sie Ihren Sohn aufklären. Und das Geld geht an eine wohltätige Organisation. Oder Sie geben es mir. Entschuldigung. Er hört mir einfach nicht zu. Er will nichts mit mir zu tun haben. Aber lassen Sie sich abschrecken. Das klang ziemlich ernst. Aber was glauben Sie, wie oft mir meine Söhne solche Dinge an den Kopf geworfen haben? Mein Sohn ist nicht bei mir aufgewachsen. Es gibt immer einen Weg. Gehen Sie auf Ihren Sohn zu. Seien Sie der Klügere. Das habe ich ja versucht. Wie oft? Mehrfach. Ich war schon 3-mal bei ihm. Versuchen Sie es 30 Mal. Ich bin total allein, seit Heino weg ist. Aber wir sind doch für dich da. Heino war mein Bruder. Mein großer Bruder. Weißt du, was das heißt? Na klar. Ich habe doch auch einen großen Bruder. Und stell dir mal vor, Tom stirbt. Der war immer für mich da. Wenn ich Blödsinn gemacht habe, der hat mir immer geholfen. Jetzt. Ach komm. Ich bin danach total allein. Ich bin total einsam. Ich habe überhaupt niemanden mehr. Aber deine Eltern, deine Familie. Meine Eltern. Kannst du doch vergessen. Die waren noch nie für mich da. Die sind doch froh, dass ich weg bin. Aber du hast doch die WG, uns, deine Freunde. Ist nicht das Gleiche. Ich verstehe das nicht. Wieso hast du es Christoph gesagt? Isabel, wie lange wollen wir das denn noch durchkauen? Wieder habt ihr ein Geheimnis vor Henning. Wieder weiß es alle Welt, nur er nicht. Jetzt übertreiben mal nicht. Was heißt denn schon alle Welt? Christoph, Kathi, ich. Nur Henning ist mal wieder ahnungslos. Soll ich es ihm etwa erzählen? Nein. Aber du hättest es Christoph nicht sagen dürfen. Er hat es doch praktisch schon gewusst. Ach, wieso hat er denn dann gefragt? Um sich zu vergewissern. Aber im Grunde genommen war doch klar, dass auch er der Vater sein kann. Jedenfalls weiß er mal wieder mehr als Henning. Ich finde das nicht fair. Warum soll ich mich alleine damit herumquälen? Christoph hat doch genauso viel damit zu tun wie ich. Und was, wenn er plötzlich denkt, er hätte irgendwelche Rechte als Vater deines Kindes? Das ist nicht geklärt. Als möglicher Vater deines Kindes. Das bringt euch doch noch wieder näher zusammen. Unsinn. Doch. Da ist was, was euch verbindet. Euer Geheimnis. Was, wenn sich daraus wieder was entwickelt? Was soll denn das? Willst du irgendetwas herbeireden? Zwischen Christoph und mir, das war ein Ausrutscher, das kommt nie wieder vor. Okay. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, was das für Christoph bedeutet? Was meinst du damit? Wie wird er jetzt mit Henning umgehen, jetzt wo er es weiß? Er muss doch ein total schlechtes Gewissen haben. Meinst du nicht, dass es irgendwann mal auffällt? Ja, bitte. Ach, Henning. Hast du mal einen Moment Zeit? Ja, ja, natürlich. Worum geht's denn? Bleib sitzen. Danke. Ich habe da so ein Gefühl. Fast ein Verdacht. Was für ein Verdacht? Es geht um das Kind. Ich habe das Gefühl, dass du dich gar nicht richtig freust. Wie kommst du darauf? Du bist so verhalten. Irgendetwas bedrückt dich. Was ist es? Du hast recht. Ich frage mich die ganze Zeit schon, ob der Zeitpunkt für das Kind richtig ist. Weißt du, Henning, eigentlich wolltet ihr euch beide doch trennen. Und
Nun habt ihr doch aber sehr wenig Zeit für euch gehabt und jetzt kommt plötzlich das Kind. Was starrst du mich so an? Was hast du? Was ist los? Ach komm, Christoph. Du hast Angst vor dem Baby. Du willst nicht Großvater werden, aber so ist es nun mal. Wir werden alle älter. Christoph, Kinder sind ein Geschenk, ein Zeichen der Liebe. Das weißt du doch, sie kommen immer, wenn man es nicht erwartet. Also mach dir keine Gedanken mehr und freu dich mit uns, ja? Gut. Außerdem, es muss ja Nachwuchs ins Haus. Warum also nicht? Nun setzen Sie sich doch endlich zu mir. Ihr Tee wird doch kalt. Tee. Der Kerl trinkt jetzt wahrscheinlich Champagner und feiert seinen Sieg. Wieso haben Sie ihm das Geld hinterhergeworfen? Er hat es überhaupt nicht verdient. Wir haben das doch ausgiebig besprochen. Aber deswegen verstehe ich es noch lange nicht. Wieso werfen Sie so viel Geld einem Mann hinterher, der... Max, bitte, es ist mein Geld. Ich kann damit machen, was ich will. Aber ich bin Ihr Anwalt. Es ist sogar meine Pflicht, Sie vor Schaden zu bewahren. Das ist aber eine zu weite Auslegung Ihrer Pflichten. Sie können mich beraten. Aber wie ich mit Ihrem Rat umgehe, ist meine Sache. Aber warum diese bedingungslose Kapitulation? Weil ich dieses Kapitel endgültig und friedlich abschließen will. Das Gleiche gilt für diese Diskussion. Aber warum? Nennen Sie mir den Grund. Herr Jansen, es ist meine Vergangenheit, Ihrem Vater und mein Leben. Ich wurde geschieden, nicht Sie. Entschuldigung, Sie haben ja recht. Was rege ich mich auf? Ich verstehe Sie ja. Sie sind enttäuscht von Ihrem Vater. Und Sie wollen nicht, dass er ungeschoren davonkommt. So könnte man das sanft ausgedrückt sagen. Bei meiner Scheidung ging es aber um etwas anderes. Und um was? Ich wollte einen lang abgeschlossenen Lebensabschnitt auch formal beenden. Verstehen Sie das nicht? Doch. Aber nicht so ganz. Im Gegenteil. Vielleicht beneide ich Sie sogar. Ich wünschte, ich könnte das auch. Wir müssten mal wieder Altpapier zum Container bringen. Gibt's Freiwillige? Du bist doch selber dran. Kann das sein? Ja, es hätte ja sein können, dass irgendeiner sich drum reißt. Also? Keiner? Gut, dann muss ich es wohl doch wieder selber machen. Sag mal, schmeckt's dir nicht? Doch, aber ich bin satt. Sicher? Ja, sicher. Willst du vielleicht ein bisschen Salat? Alexa, ich will nichts mehr. Ich habe jetzt so viel über, wo Daniel und Jonas weg sind. Ich meine, du musst doch was essen, auch wenn es dir nicht gut geht. Es ist alles okay und wenn was ist, merkt ihr es schon, ja? Wie denn? Daran, dass das Badezimmer blockiert ist. Apropos Badezimmer. Christian, es tut mir leid, ich hätte dich wirklich vorher fragen sollen, ob Jonas hier pennen darf. Es war wirklich nicht okay, das über deinen Kopf hinweg zu entscheiden. Ist schon okay. Wo Daniel und Jonas jetzt untergekommen sind, weiß man nicht, oder? Nee. Naja, kann mir ja auch egal sein. Und? Wie fühlst du dich? Nicht besonders. Aber mir ist eins klar geworden. Henning darf nie etwas davon erfahren. Bin ich ganz deiner Meinung. Er freut sich so sehr auf das Kind. Schon der leiseste Verdacht, also allein der Gedanke würde ihn umbringen. Glaubst du denn, dass Kathi es für sich behalten wird? Kathi schon, aber bei Isabel bin ich mir nicht sicher. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hättest du es nicht erfahren. Wieso? Sie hat Angst, dass du Vatergefühle entwickelst oder Besitzansprüche. Oder dass du dich wieder in mich... Dass ich was? Dass du dich wieder in mich verliebst. Aber ich habe ihr versichert, dass es zwischen uns aus und vorbei ist. Caroline, ich werde immer dafür sorgen, dass es dir und dem Kind an nichts fehlen wird. Ob ich nun der Vater bin oder nicht. Schon gut. Danke. Wichtig ist jetzt nur, dass du schweigst. Henning darf nie etwas erfahren. In seinem ganzen Leben nicht.
Nein, Sie müssen einen Termin machen. Herr Jansen, es tut mir leid, aber er ist einfach an mir vorbei. Schon gut, Frau Schlüter. Was willst du hier? Ich muss mit dir reden. Dann besorg dir einen Termin. Nein, ich muss jetzt mit dir reden. Und ich lasse mich nicht abwimmeln. Also gut, lass uns bitte allein. Ich höre. Jetzt mach es bitte nicht so spannend. Maximilian, du hast eine völlig falsche Meinung von mir. So? Du glaubst, ich hätte mich an Clarissa bereichert, der ich ja angeblich so übel mitgespielt habe. Willst du das etwa leugnen? Ja, natürlich, es war alles ganz anders. Was meinst du, wie oft dieser Satz hier schon gesagt wurde? Du musst mir nur die Chance geben, dir alles von Anfang an zu erzählen. Warum sollte ich? Du lügst doch sowieso. Nein, ich sage die Wahrheit. Im Gegensatz zu Clarissa. Seit wann interessiert dich die Wahrheit? Dir geht es doch nur ums Geld, genau wie bei deiner Scheidung. Nein! Ich wollte Clarissa ein für alle Mal los sein. Maximilian, bitte. Jetzt hör mir erst mal zu. Also gut. Du hast 10 Minuten. Vielleicht hätte ich mir doch lieber einen Van kaufen sollen. So ein Sportwagen ist ja ganz nett, aber zum Pennen... Wird schon. Ich finde das super. Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall verstehe ich jetzt, warum die Amis an jeder Ecke ein Motel haben. Freiwillig schläft da bestimmt keiner im Auto. Also im Film schlafen die Detektive auch immer am Wagen. Ich hasse Detektivfilme. Wann schalten die denn die Straßenbeleuchtung ab? Die Laterne ist kein Problem, ein Tritt und die ist aus. Aber was ist mit dem Mond? Habe ich euch geweckt? Oh. Wir haben schon tief und fest geschlafen. Ist nämlich wahnsinnig bequem, so ein Auto. Ja, ich merke das schon. Ja, dann komme ich wohl ein bisschen zu spät. Ja, aber ihr könnt es euch ja noch mal überlegen. Was? Ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr auch bei uns pennen. Also ich habe auf jeden Fall nichts dagegen. Weißt du, das mit deiner Mutter, das tut mir sehr leid. Das musst du mir glauben. Es ist nur so, ich hatte keine andere Wahl, ich musste weg. Heute weiß ich, dass es ein furchtbarer Fehler war. Das fällt dir aber früh ein. Was glaubst du, wie mich das gequält hat, dass ich euch im Stich gelassen habe? Lassen musste. Ich will alles wieder gut machen. Dir geht's doch sowieso nur ums Geld. Nein, das interessiert mich nicht. Hier geht es um dich. Hier. Hier ist alles drin, was Clarissa mir überschrieben hat. Du kannst damit machen, was du willst. Ich möchte, dass du mir verzeihst. Und du meinst, das kannst du dir erkaufen? Hiermit? Du glaubst doch nicht etwa. Tut mir leid, aber ich bin nicht käuflich. Und jetzt raus hier.